Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Karlsruhe. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Zeit mit Gott. Ich bin der PJ, ich bin der Jugendpastor hier in ICF Karlsruhe. Ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus den USA, aus Los Angeles. Was noch? Ich glaube, das ist gut genug. Hä? Das passt. Ja. Hey, ich würde einfach sagen, ich kann schon Deutsch sprechen, du kannst das hören jetzt, aber zum Predigt auf Deutsch ist ganz, ganz schwer, weil wenn ich predige, das ist ganz von meinem Herz und wenn ich ein 1-on-1, One-on-One Conversation, das ist einfach, ich habe ein bisschen Zeit zu denken und okay, was würde ich sagen, aber wenn ich predige, ich muss das von meinem Herz sein und das ist einfacher auf Englisch für mich. So, I will preach in English and my beautiful wife will give you the translation you need. Also ich werde auf Englisch predigen und meine Frau, meine wunderschöne Frau. It's always the same. Meine wunderschöne Frau wird dann übersetzen. Ja. Does anybody need translation, like if to English? Braucht jemand Übersetzung auf Englisch? If it was all in German, would anybody need English today? Wenn ich jetzt auf Deutsch spreche, braucht jemand Übersetzung auf Englisch? One person, okay, that's great. So just for you, I'm speaking English today. Also nur that's für dich awesome. heute. So, hey, I love this idea of summer celebration. This idea that a pastor or a speaker, whoever, can just like come and just speak whatever they want. The stage is theirs for whatever God puts on their heart. Also ich liebe diesen Gedanken von der Summer Celebration, dass die Person, die predigt, einfach über egal welches Thema, über das, was ihnen auf dem Herzen liegt, predigen darf. And it's really cool because not only do you get like a really authentic preaching, but you also like get like a glimpse into the preacher's like their heart, into their life. You get to know them a little bit better because they're preaching their heart. Also genau, wenn die dann predigen und sich ein Thema raussuchen dürfen, dann kriegt ihr eine authentische Predigt, aber ihr kriegt auch eine Predigt, die wirklich vom Herzen von der Person kommt und ihr die ein bisschen besser kennenlernen könnt. Was anybody here for all 4 of the Summer Celebration sermons? War jemand da bei allen 4 von diesen Summer Celebrations bei All den 4? Predigten? A few you got? Not really? Maybe 3? 3 of them? Ja. 3, A 4, few, ja, okay. manche Okay. von euch. Most of you. Okay, good. And then now last week, anyone last week? War jemand letzte Woche da? More people. And who's here today? Wer ist heute da? Not everybody's raising their hand. Okay, we have a little problem. Nicht jeder meldet sich irgendwie. Seid ihr nicht da? Now that first week, it was Michael Hoffman. I was not here. I was in America. But I guess from what I heard, my wife told me, he taught about blow-up palm trees. Also in der ersten Woche, da hat der Michael Hoffmann gepredigt, da war ich nicht da. Aber von dem, was ich von meiner Okay. Frau gehört habe, hat er über so aufblasbare Palmen gepredigt. And he taught us that if you poke holes in blow-up palm trees, that they'll deflate. Und dann hat er darüber gepredigt, dass man, wenn man Okay. mit einer Schere in eine Palme reinsticht, dass die dann I didn't know zusammenschrumpelt. Ich wusste das nicht. And then the week after was Manuel. Und die Woche danach war der Manuel dann da. And he taught me, I was there for that one, he taught me that I need to go to an eye doctor and get my eyes checked. Und von ihm habe ich gelernt, dass ich, glaube ich, mal zum Augenarzt gehen sollte und meine Augen He did überprüfen lassen something where you can sollte. like touch your fingers and then close one eye, and then I was like way off, like, oh no, I really need to go to a doctor. So thanks Manuel, I learned I need to go to the doctor. Also er hat da so ein Beispiel gemacht, wenn man ein Auge zumacht und versucht dann einen Finger auf den anderen zu machen, dass man es nicht schafft, die zu berühren, und mein Finger war ganz weit weg und ich glaube, deswegen muss ich mal unbedingt zum Augenarzt. And then last week, Stefan spoke, Und letzte Woche hat der Steffen gepredigt. and his topic was America first. No. Jesus first. Jesus first. Und letzte It's- Woche, ja, Steffens, I'm sorry. It's Ganz always aus on dem my Konzept. mind. That's just always how it is. So Stefan taught me something good. Jesus first. PJ, no. Not America first. Jesus first. also letzte Woche Okay. hat der Steffen nicht über America First gepredigt, sondern über Jesus First. And I found that preaching really awesome for me. Like, it encouraged me a lot as a young pastor. Also für mich war das Thema sehr ermutigend, auch gerade als junger Pastor. And I just want to say, like, if those preachings, those simple preachings ever get boring for you, if you ever sitting there like, oh, I've heard this 1,000 times, then maybe you should look at your life a little bit. Those things should always excite you. You should always be like, yes, I need to hear that. Let me rededicate my life and put Jesus first. Good luck translating all that. Also genau, wenn ihr jetzt sagt, hey, oh, diese einfachen Predigen, so Jesus zuerst, was hatte ich alles schon gehabt, hey, vielleicht müsst ihr jetzt nochmal drüber nachdenken und euch nochmal darüber Gedanken machen, weil das ist wirklich wichtig. Euch soll es nie langweilig werden, das zu hören, hey, Jesus soll an erster Stelle sein, weil da sollen wir immer wieder nochmal einen Punkt dahin machen. Wow. So. She's good.
You didn't know she was reading it from right there, did you? No, I'm just Ich hab's kidding. nicht She wasn't. She abgelesen, wasn't. nein. Anyway, now it's my turn. Such trust that they put in a young pastor to stand up here and speak on whatever he wants. Und jetzt heute bin ich dran und was für ein Vertrauen legen die in mich als jungen Pastor, dass ich über alles reden darf, was ich They möchte. didn't even ask me what I was going to talk about. They just trusted Die me. haben mich nicht mal gefragt, worüber ich reden möchte. Wow. Die haben mir einfach vertraut. This is going to be fun. Heute wird richtig gut. Now, every time I've been asked to preach here, it's been about, what, 4 times? I think 4 times in the big church here. It's always about faith. It's always, PJ, can you talk about faith on Sunday? Also jedes Mal, wenn ich bisher hier gepredigt habe im Erwachsenengottesdienst, da durfte ich über das Thema Glauben reden. Jedes Mal über Glauben. They must think that I have a lot of faith to do what I do and to work with the kids that I work with and to be in a different country and all that stuff. So they're always asking me, PJ, just speak about faith. Also Sie müssen wahrscheinlich denken, dass ich ganz viel Glauben habe, weil ich in ein anderes Land gezogen bin, weil ich der Jugend Werte vermittle und weil ich einfach wohl ein Mann bin, der Glauben hat anscheinend. And for me, it's a lot easier when you tell me, hey, this is your topic, speak on that. Because preparing for the sermon, it took me hours and hours and hours to figure out what I wanted to talk about. Und generell ist es für mich eigentlich einfacher, wenn man mir ein Thema vorgibt und sagt, hey PJ, das ist dein Thema, predige darüber. Weil es hat mir echt ganz viel Zeit gekostet, mich darauf vorzubereiten, mir zu überlegen, welches Thema nehme ich denn jetzt. I was sitting in my office, I was sitting at home, I was sitting on the toilet, every place you could sit, and I just couldn't figure out what to talk about. Also ich saß überall und habe mir jedes Mal Gedanken gemacht, ob ich jetzt im Büro saß, auf der Toilette saß oder sonst wo saß, habe ich mir immer Gedanken gemacht, hey, was ist jetzt mein Thema? And I said, okay, God, you know what? I'm gonna practice this thing that everyone thinks I have, faith, and I'm gonna just give my faith to you, and I'm gonna say, okay, you're just gonna put it on my heart when you're ready to put it on my heart. Genau, und dann habe ich das praktiziert, was Leute schon in mir sehen, eben den Glauben, und habe gesagt, okay Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, du wirst mir zur rechten Zeit sagen, worüber ich reden soll. And so I went to America. Und dann bin ich nach Amerika gegangen. It's always a good thing. Whenever you're struggling, just go to America. Also ist immer was Gutes, wenn ihr Probleme habt, dann geht doch einfach mal nach Amerika. I went to America and I was in Chicago for the Global Leadership Summit. Have you guys ever heard of that? Ich war in Amerika und ich war A auf few of you guys? einer Konferenz von Willow Creek. Manche von euch kennen das vielleicht auch. We have it also in Germany. It's coming up in February, the Willow Creek Conference. Also genau, die kommt auch nach Deutschland. Im Februar kommt die Konferenz von Willow Creek auch nach Deutschland. Anyway, so I was at this conference just a few weeks ago. Und vor ein paar Wochen war ich jetzt auf dieser Konferenz. This conference is the most amazing, crazy, deep, awesome conference that I've ever been to in my entire life, period. Und diese Konferenz ist die beste, die tiefste, die unglaublichste Konferenz, auf der ich in meinem Leben jemals war. Okay, so the caliber of speakers that are at this conference is unreal. It's unlike any other conference that I've ever heard of. Also einfach der Grad an Rednern und an Leuten, die da kommen, um was mitzuteilen, ist einfach so unglaublich hoch. These are global leaders, like the highest leaders in their field. It's not just normal leaders like PJ and Danila, but these are like CEOs of huge multi-billion-dollar companies and huge churches in the world. Also das sind jetzt nicht einfache Leiter, so wie zum Beispiel der PJ und ich, sondern das sind wirklich Weltleiter, die Leitungs- und Führungspositionen haben in Multimillionen-Unternehmen, die wirklich was zu sagen haben und da eine hohe Verantwortung tragen. And it's not a Christian conference. Und eigentlich ist es gar nicht mal eine christliche Konferenz. I mean, a lot of the speakers are Christians or pastors, but a lot of them aren't. They're just secular leaders. Also viele von den Sprechern sind nicht mal Christen, sondern das sind auch einfach Leiter, die was zu sagen haben, obwohl auch viele Leute, die da zum Sprechen kommen, auch Christen sind. And the idea of this conference is that if you can arm yourself with enough humility, you can learn from anybody. Also und einfach dieser Geist von dieser Konferenz ist, wenn du dich einfach klein machst, und einfach demütigst, dann kannst du von jedem Menschen einfach was mitnehmen und lernen. And I'm sitting there, and most conferences that I've been to, I'm taking notes and I'm writing stuff down. It's every, few minutes, every 5 minutes, I'm like, oh, that was good. I will write that down. Also in den meisten Konferenzen oder wo ich normalerweise hingehe, alle 5 Minuten, alle 10 Minuten, kommt dann sowas, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt mitschreiben und mir aufschreiben. This conference, no joke, I'm like writing on my phone. I'm typing. I cannot stop. I cannot type fast enough to keep up with all the amazing things that are being said at this conference. Aber bei dieser Konferenz, da konnte ich gar nicht schnell genug tippen und meine Finger gingen nicht schnell genug, um alles mitzuschreiben, was ich da aufschreiben und festhalten wollte. And at the end of the conference, I'm like, on my note page, I'm like scrolling, and I'm just like, where is the end of this note? Like, it is so long. I wrote so many things down because everything that was being said was just like,
gold. Also am Ende von der Konferenz konnte ich gar nicht mal das Ende von allen meinen Notizen finden, weil ich so viel geschrieben habe, weil wirklich alles so wertvoll war für mich. And I'm thinking, this is going to be a great little mini vacation, going to America, sit in a conference that's in English. I can understand it. I can just relax and just soak in a little bit of information. Also und ich habe gedacht, hey, wenn ich nach Amerika gehe, dann bin ich in meiner Heimat. Dann fühlt sich dann schon fast an wie Urlaub. Dann kann ich zur Konferenz gehen. Ich nehme auch noch was mit. Nope. Aber so war es nicht. My head wanted to explode. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Kopf einfach explodieren wollte von dem Input, den ich It bekommen habe. was so much. It was crazy. Also es war einfach Wahnsinn, so viel, wie ich da mitnehmen konnte. And I was there with about 100 other German people. Und ich war mit ungefähr 100 anderen Deutschen da. I spoke more German the first 2 days in America than I spoke English. Also ich habe in Amerika die ersten 2 Tage mehr Deutsch gesprochen als Englisch. It was weird. My head was so confused. I didn't know what was going on. Also ich war echt ein bisschen durcheinander, weil ich nicht wusste, was But da jetzt abgeht. I'm sitting there in this conference, 10,000 people Also ich sitze in dieser Konferenz, da waren 10.000 Leute dort in one location an einer Location. with 150 locations around America. Und in Amerika gab es noch 150 andere Locations. Hundreds of thousands of people were tuning into this conference. 100.000 Leute haben live durch Übertragung an dieser Konferenz teilgenommen. And many of these speakers, many of these global leaders were speaking about the next generation, the people that are going to be rising up and taking the places of those leaders. Und fast die meisten von diesen Sprechern, die da waren, haben darüber gesprochen, über die nächste Generation und wie man die nächste Generation voranbringen kann und heranziehen kann, um wieder Leiter zu werden. And my heart was racing. I was so excited. Und mein Herz fing dann an zu klopfen. And I'm sitting there, I'm like, oh, this is so good. I'm so stoked. I'm so pumped right now. Und dann war ich dann da und habe gedacht, hey, ich bin einfach echt begeistert davon. And I look around. Und dann habe ich rumgeschaut. And I struggled to find another young leader in that room. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, andere junge Leiter so wie mich bei der Konferenz zu finden. And I walk around during the break, and there's 10,000 people in this church. It is a big church, and I could find some young leaders, but it was the majority was old people. Also und ich bin dann in den Pausen so rumgelaufen, um zu gucken, hey, gibt es da auch noch andere junge Leiter? Und ich habe hier und da auch ein paar gesehen, aber wirklich die Mehrheit waren wirklich wesentlich ältere Leute als ich. You're so nice. No, not that I love old people. Old people are awesome. They got stories, they got wisdom, they can teach you things, they can help you to grow. But the young people were not present. There were no young people to grow. Also ich liebe die ältere Generation, versteht mich nicht falsch, von denen kann man lernen, die haben ganz viele Geschichten auch, die sie erzählen können. Aber ich habe gedacht, hey, wo sind die jüngeren Leute hier? Wo sind die jetzt heranwachsen müssen? I couldn't find them. Ich konnte sie nicht finden. And I brought some quotes. I want to take you to this conference with me. I brought you a few quotes. I love quotes. They're so cool, and I brought some to share with you. Also ich möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen in diese Konferenz. Ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht von Sprechern, die dort auf dieser Konferenz waren. And these are just a couple of things that really spoke out to me that were like, oh, this is so good. I wrote all these things down and I brought them so that you could see what I experienced at this conference. Also es sind einfach ein paar Zitate, die wirklich mich angesprochen haben, ganz besonders während dieser Konferenz. So the first quote here. Das erste Zitat. Hire people better than you. Stelle Menschen ein, die besser sind als du. I heard that and I'm like, oh man, that's so good. Dann habe ich das gehört und gedacht, hey, das ist so gut. Am I doing that with the youth? Am I making sure that I have some youth leaders that are better than me, at least at some stuff? Also da habe ich überlegt, mache ich das bei mir in meinem Bereich, bei der Jugend, habe ich Jugendleiter, die zumindest in manchen Bereichen besser sind als ich? Because if my youth ministry is dependent on only how good I am, then that's a bad testimony. Weil wenn mein Bereich, meine Jugend nur auf mich selber vertraut, weil ich der Einzige bin, der es trägt, dann ist es nicht gut. Maybe you're a boss, maybe you're a leader of a ministry. If your company or ministry is dependent on how good you are, there's the limit. Also wenn du vielleicht ein Leiter bist oder sogar ein Chef von einer Firma, von einem Unternehmen oder einfach irgendwie auch ein Ministry unter dir hast und du bist wirklich das Höchste und das Beste, was es gibt, dann ist das wirklich das Limit von deiner Firma, von deinem Bereich, den du leitest. That really spoke to me in Und that das hat moment. mich wirklich angesprochen in dem This Moment. next one is from Bill Hybels, and he is the pastor of Willow Creek in Chicago. And he says, all of us as leaders must plant seeds in the lives of young people that we see leadership in.
Also das nächste Zitat kommt von Bill Hybels, das ist der Pastor von der Willow Creek Church in Chicago, und der sagt, wir alle, die Leiter sind, müssen Samen säen in den Leben derjenigen jungen Menschen, in denen wir Leiterpotenzial sehen. That was like, boom, right there. And that was like one of the first things that he said in the whole conference. Und das war der Auftakt, das war eins der ersten Sachen, die er gesagt hat, als er gesprochen hat. That spoke right to me. Das hat mich direkt angesprochen. And this last one hit me in the heart, like really hard. Und das letzte hat wirklich mein Herz ganz tief And berührt. it says, give people a new belief about who they are, what they have, and what they can do. Because what we believe is what we become. Also und da heißt es, gib Menschen einen neuen Glauben an sich selber, was sie haben und was sie tun können. Denn unser Glauben bestimmt, zu wem wir uns entwickeln. That was like, wow, how Habe ich- true is that? Habe ich gedacht, wow, wie viel Wahrheit steckt da drin. I see that so often, not just in young people, but in older people too, that they believe these things that are false. They believe these lies about them, and they eventually just become that because that's all they know. Und ich sehe das so oft, wie das auch in jungen Leuten auch passiert, diese Lügen, die sie glauben, und wie das sich dann dazu hin entwickelt, dass sie dann auch das werden, was sie glauben. I mean, this is just a glimpse into what this conference is about, but it was such high caliber speakers just delivering truth, just punching me in the face with truth the whole time. Also und genauso war das einfach. Leiter, die was zu sagen haben, die wirklich mich überrollt und übermannt haben quasi mit dem, was sie gesagt haben. But I couldn't find the young people in the audience that needed to hear that. Aber wo waren da die jungen Leute im Publikum, die das eigentlich auch noch hören hätten And sollen? in that moment I thought, or God told me, he's like, this is your topic. This is what you need to talk about. This is what you're going to share with the church when you go back, when you speak. Und in dem Moment hat Gott einfach zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, das ist dein Thema, darüber sollst du reden, wenn du das nächste Mal predigst. Now, here in ICF, I think we do a pretty decent job with this theme, with this topic. Also hier im ICF habe ich auch das Gefühl, dass wir eigentlich schon gar nicht mal so einen schlechten Job machen, was das Thema angeht. If many of you probably know, or maybe you don't know, our office leader, Lena, Also viele von euch wissen das vielleicht schon oder auch noch nicht. Unsere Office-Leiterin, die Lena, 25 years old, Die ist leading 25. the entire office die leitet das ganze Office hier im and ICF. doing an amazing job. Und die macht einen einmaligen Spitzenjob Such a good job, 25 years old. mit 25. Danny and I, Daniela und ich, we're both under 30. wir sind beide unter 30. Next year, I can say I'm under 30 still. Nächstes Jahr kann nur noch ich das sagen. And we're leading a bunch of stuff. Und wir leiten ganz viel zusammen. Our worship team, if you look at our worship team, Wenn ihr euch unser Lobpreisteam anschaut, almost any Sunday that you come here, you look at our worship team, the majority of them are young people. also fast jeden Sonntag, wenn ihr guckt, dann die Mehrheit sind wirklich auch junge Leute, die dort da stehen. But we can't just say, we're doing a good job, we don't need to worry about it. Also und dann können wir, also darauf können wir uns nicht ausruhen und sagen, oh ja, wir machen ja schon einen guten Job, das war's. Because the next generation is coming. Weil die nächste Generation, die kommt ja erst. The kids, the youth, they are growing up Die Kids, die Jugend, die sind jetzt gerade dabei heranzuwachsen. and they need us too. Und die brauchen uns auch. And we need to keep watching out for those next leaders, the ones that are going to fill our shoes. Also und wir müssen immer auch wieder gucken, wer kommt dann nach uns und wird dann in unsere Fußstapfen treten. You know, Stefan and Sibylla won't be standing on this stage forever. Also Steffen und Sibylle werden nicht für immer auf dieser Bühne stehen. You know, I said 10 years earlier, but I think Sibylla got a little scared about that, maybe 20 years. Ich habe vorhin mal scherzhaft gesagt, so in 10 Jahren stehen sie nicht mehr auf der Bühne, und hat Sibylle ein bisschen Angst bekommen. Nein, ich glaube vielleicht eher 20 Jahre. But who knows? You know, Aber wer weiß. God knows the plan for this church. God has a plan for the next thing that Stefan and Sibylla are going to do. Genau, Gott hat einen Plan auch hier für die Kirche und fürs ICF, und Gott hat einen Plan auch mit im Leben von Steffen und Sibylle. And are we aware, are we looking for those next generation leaders to fill the places of the current generation? Also und sind wir da dran, gucken wir in die nächste Generation und schauen, wer sind die Leiter, die die Plätze füllen. Now, after this conference in Chicago, I went to another conference, which was probably a bad idea. My brain was so done after that, but I had another conference to go to in Wisconsin. Also nach der Konferenz in Chicago bin ich zu einer nächsten Konferenz gegangen, und ich glaube, das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, weil mein Kopf war schon voll, aber ich bin dann nach Wisconsin zur nächsten Konferenz gegangen. And it was a conference full of youth pastors, youth workers, pastors, people that work with young people. Also und das war eine Konferenz von Jugendpastoren, Jugendleitern, die einfach mit jungen Leuten arbeiten. I was still the youngest person there by over 10 years. Und ich war trotzdem der Jüngste, der da war, und alle anderen waren mindestens 10 Jahre älter.
And I thought, I'm going to get up early. I'm going to have my quiet time. I'm going to try and find a place on this camp where nobody is. I'm going to get alone and just be with God and talk about this topic that I wanted to talk about. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, ich nutze die Zeit, die ich jetzt habe. Ich stehe morgens ein bisschen früher auf, um meine Zeit mit Gott einfach zu verbringen. Und dann werde ich mit ihm über dieses Thema reden, was sich gerade in meinem Herzen bewegt. And I forgot that old people like to get up early, so... Und ich hatte ganz vergessen, dass Leute, die älter sind als ich, dass sie gerne früh aufstehen. I got up at 6:30. Ich bin um 6:30 Uhr aufgestanden. That was early for me. Für mich war das schon früh. And I'm like, I didn't even notice, but my room was empty. No one was in there, but I didn't think about it. I just got up, my eyes were kind of closed. I grabbed my Bible and I walked outside. Also ich bin so aufgestanden, ich habe gar nicht groß im Raum rumgeguckt, weil dann hätte ich gemerkt, dass der schon leer ist und bin dann mit meiner Bibel nach draußen gegangen. And the camp was full of pastors having their quiet time, on their knees, praying, worshiping. It was full. I could not find a place that I was like alone. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich erstmal gemerkt, dass überall ja schon Leute sind, die auch Zeit mit Gott verbringen, die Lobpreis machen, die beten, die auf ihren Knien sind. And I asked a couple of them, and one of them told me like, yeah, I was up at 5 o'clock this morning to have my quiet time. Und dann habe ich so einen von denen gefragt, gesagt, hey, wann bist denn du aufgestanden? Hat er gemeint, ja, um 5 Uhr heute Morgen. 5 o'clock? No way, I'm not getting up at 5 o'clock. I'd have to get up at 4:30 then to just have a little bit of time by myself. Not gonna happen. Und dann habe ich gedacht, 5 Uhr morgens, da muss ich ja schon um 4:30 Uhr aufstehen, damit ich ganz alleine sein kann, um ein bisschen Zeit für mich zu haben. And then I had a revelation. Und dann habe ich wirklich einen Blitzgedanke gehabt. I can go and have my quiet time in the evening. Und dann habe ich gedacht, ich kann meine Zeit mit Gott abends verbringen. Because old people go to bed early. Weil alte Leute gehen ja früh schlafen. Anyway, I'm having my quiet time, and God like brought me to this verse that I want to share with you, or a passage. Und dann hatte ich meine Zeit mit Gott und dann hat er mir diesen Bibelvers oder folgenden Bibelabschnitt gegeben. I was literally doing one of those things where you kind of like flip the Bible open and just land somewhere, and this is what God showed me. Also ich habe doch tatsächlich diesen Trick gemacht, die Bibel einfach da so ein bisschen aufzuschlagen und dann da zu lesen, wo es dann gelandet ist. And it's really long, so Danny's just going to read it in German for you. Also es ist ein bisschen länger, deswegen werde ich es jetzt nur auf Deutsch vorlesen. Also der Abschnitt steht im Psalm 78 und ich lese aus der Hoffnung für alle. Da steht, höre mein Volk auf meine Weisungen, gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will in Sprüchen der Weisheit zu euch reden. Die dunklen Rätsel aus alten Zeiten will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, den Nachkommen von Jakob gab er seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Wow. God just like gave me that verse. Wow, Gott hat mir einfach diesen Abschnitt gezeigt. I wasn't asking for it. I wasn't like searching and going in the back of the Bible and looking keywords and finding verses. No, it just opened and there it was right for me. Also ich habe jetzt nicht hinten im Inhaltsverzeichnis so nachgeguckt, nach so Schlagworten und so, um Bibelverse passend zu diesem Thema zu finden. Nein, Gott hat mir das einfach gegeben. And I'm reading this verse and I'm like, okay, God, this is so awesome. Like, what do you want me to say about it? You want me to just read it and just stand there and like they can be in awe of you? Or what do you want me to do? Also dann habe ich Gott gefragt, ich gesagt, hey, wie benutze ich das? Wie kann ich das jetzt anwenden? Wie kann ich das weitergeben, dass Leute das benutzen können? Like, give me some practical tips that I can share. Gib mir bitte was Praktisches, was ich Menschen auf den Weg geben kann And he damit. told me this. He said, number 1, you are responsible. Und dann hat er mir das mitgegeben, hat gesagt, Nummer 1, du hast die Verantwortung, du bist verantwortlich. Not just me. Nicht nur ich, You too. du auch. Anybody who reads this, if you read this, you are responsible. Also jeder, der diesen Abschnitt liest, wenn du das liest, dann bist du verantwortlich. You are responsible for the next generation, for them to grow, for them to know God and become the leaders that God has called them to be. Du bist verantwortlich für die nächste Generation, die heranzuführen, voranzubringen, dass sie Leiter werden in der nächsten Generation. And you don't have to necessarily identify yourself as a leader
to be a leader in this sense. Also und du musst dich nicht unbedingt als Leiter bezeichnen oder eine Leitungsposition haben, um andere damit anzuleiten in diesem Bereich. But we as a body of Christ, we are responsible for the upbringing of the next generation. Aber wir als Christen, als Leib Christi sind dafür verantwortlich für die nächste Generation. Number 2, he said you need to realize the potential in the next generation. Und zweitens möchte ich euch mitgeben, dass ihr das Potenzial kennt der nächsten Generation. Kenne das Potenzial der nächsten Generation. That word in English, realize, is not just to guess or to make an assumption. It's to know. Also dieses Wort realize auf Englisch bedeutet nicht einfach zu raten oder zu erahnen, was das ist, das Potenzial, sondern es wirklich zu kennen und zu wissen. And you can only know these things if you know the person, and you can only know the person if you have that relationship, if you take time to invest in the next generation. Also du kannst es auch nur kennen oder nur wissen, was das Potenzial ist, wenn du eine Beziehung pflegst, wenn du die Person wirklich kennenlernst. It's awesome to see in the youth group. I can already see these leadership qualities developing in some of our youth, and I look at them, I'm like, yeah, I see that. You're my welcome girl. You know what you're doing. Also ich merke das schon und sehe das schon auch in meiner Jugend, wenn ich die kennenlerne und sage, ja, ich sehe das Potenzial in dir. Du wirst einmal eine Welcomerin sein. Ich sehe das Potenzial in dir. I see it in some of my youth leaders, and I tell them, I call them out, I tell them the good things that they possess, the things that God has put inside them as leaders. Und ich sehe das in meinen Jugendleitern und ich spreche die Sachen an und ich rufe die hervor in denen, was ich da sehe. When I was growing up in the church, everyone was always telling me, you're going to be a youth pastor, you're going to be a preacher. This is something that God is putting on your life. Und als ich jung war, als ich erwachsen geworden bin, waren viele Leute, die in mich reingesprochen haben und dieses Potenzial in mir herausgerufen haben. And most of you guys have heard my story or know my story, that it started at a very young age, at 12 years old, when they first started telling me, hey, this is what God is putting in your life. Also und viele von euch kennen schon meine Geschichte und das fing bei mir schon an, als ich 12 Jahre alt war, dass Leute das Potenzial in mir gesehen haben. And the funny story, the first time I ever preached, Und eine lustige Geschichte, das erste Mal, als ich predigen durfte, it was in Jacksonville, Florida. das war in Jacksonville in Florida. I was 19 years old. Ich war 19 Jahre alt. And I was on the missions trip from my outreach, for my DTS in YWAM. Und ich war auf dem Missionseinsatz von Jugend mit einer Mission. And we knew that our little team was going to this church, and we were going to be given a part in the service. Und wir waren mit unserem Team da bei einem Gottesdienst und wir wussten, dass wir einen Teil von diesem Gottesdienst gestalten sollten. We didn't know that we were going to be leading the entire service. Wir wussten bis dahin noch nicht, dass wir den ganzen Gottesdienst eigentlich übernehmen sollten. And so on the way, literally, we were driving to the church when the pastor's like, yeah, you guys have the whole service to do whatever you want. Und wir waren so auf dem Weg und sind da zu der Kirche gefahren und dann sagt der Pastor von der Kirche, ja, ihr habt den ganzen Gottesdienst, ihr dürft machen, was ihr wollt. And we're like, okay, we had no idea. Und dann sagen wir, ja, okay, wir wussten nicht, dass das so ist. All of us as a training, as getting ready to go on this missions trip, we were all supposed to write down our testimony and have somewhat prepared that so that we could speak if the opportunity was there. Also und als wir uns so vorbereitet haben für diesen Missionseinsatz, sollten wir alle unsere Geschichte, unser Zeugnis aufschreiben über unser Leben, dass wir zumindest was schon vorbereitet haben, um darüber auch reden zu können. But on the way to the church, 5 minutes before we arrived at the church, my leader of this team looked at me and said, PJ, you gonna preach? Also und dann war das so, dass wir in dem Auto saßen und dann mein Jugendleiter mich angeguckt hat und gesagt hat, hey PJ, willst du heute predigen? And me, I'm a little bit impulsive sometimes. I get really excited and I just do things. And in that moment, I'm like, yeah, let's do it. Und manchmal bin ich so ein bisschen impulsiv und in diesem Moment habe ich dann gesagt, oh ja, natürlich, klar, komm, lass uns das machen. I'll never do that again. Ich werde das nie wieder machen. I'd never preached before. I don't know what I was thinking. I was just so excited to be on a mission trip and with God and other people. And I was like, yeah, let's do it. Und dann, ich war so begeistert in dem Moment, dass ich dann gedacht habe, okay, ich bin hier auf dem Missionseinsatz und mit anderen Leuten. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, wir machen das. So we end up splitting the service, Danny and I. This is before we were I didn't like her at this point, but we ended up, no, really. We ended up... Not that I did not like her, but anyway, stop. We split the service, so I did a portion and she did a portion. I thought that was cool. It's prophetic. Before we even liked each other, we were working together on the stage. Also wir haben dann nachher das aufgeteilt, dass wir zusammen den Gottesdienst übernommen haben, der PJ und ich.
ich und Daniela, wir haben das zusammen gemacht und haben das aufgeteilt, was wir gesagt haben. Und das war sogar bevor wir uns so romantisch gemocht haben. Also wir hatten noch keine Beziehung zu diesem Zeitpunkt, quasi irgendwie ein bisschen prophetisch, dass wir das schon zusammen machen konnten. Das war ganz cool. I get on stage and I am scared. Und dann war mein Zeitpunkt gekommen und ich stehe auf der Bühne und ich habe echt Angst bekommen. It's really humid in Florida. Und in Florida gibt es eine hohe Luftfeuchtigkeit. But I was sweating profusely. Aber ich habe nicht wegen der Luftfeuchtigkeit geschwitzt. I was wet. Like it looked like I had just taken a shower. It was kind of gross. Also es sah ungefähr so aus, als hätte ich gerade geduscht. Es war ein bisschen eklig. And I was breathing like I had just run a marathon. Und ich habe echt ganz, ganz tief Luft holen müssen. And smiling really big, like und big. Extra groß gelächelt. And it just looked awkward. Und es sah echt ein bisschen komisch aus. And eventually I started my story, my testimony, and I calmed down, and God really spoke through me. And people came up to me like, that was amazing. That was like one of the best things we've ever heard. And I was like, really? Because I was scared the entire time. Also und dann habe ich es aber auch geschafft, einfach mich darauf einzulassen, habe angefangen, meine Geschichte zu erzählen, habe das mitgeteilt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und danach kamen dann Leute, die mir echt Wahnsinn Feedback gegeben haben und gesagt haben, hey, das war richtig gut, was du gepredigt hast. And it was just like, it was a testimony to me, like God was showing me, hey, look, this is the things that people have been speaking into you your entire life. They've been raising you up. They've been preparing you for this, and now you are on your way. Und für mich war das einfach auch ein Zeichen dafür, für alles, was Menschen in mich investiert hatten und wo Leute in mein Leben reingesprochen haben in der Vergangenheit, die gesagt haben, hey, ich sehe das Potenzial in dir, und in dem Moment habe ich gesehen, wie das einfach rausgekommen ist. The third thing God said to me in this moment, you need to lead in a way that is beneficial for the person that you were leading. Und das dritte, was Gott mir gesagt hat, ist, dass wir auf eine Art leiten sollen, die förderlich ist für die Person, die du leitest. Not just in a way that, is comfortable for us. I'm a leader, I lead this way, and I'm going to lead everybody that way. No, God was saying, look, you need to adjust the way you lead so that the person you are leading will benefit from you leading them. Also nicht, dass wir sagen, oh ja, ich leite so und das mache ich so und da muss jeder sich an mich anpassen. Nein, wenn wir Menschen anleiten, müssen gucken, hey, was passt zu dieser Person? Wie kann ich die Person richtig leiten? And in that same thing, we as the young generation, you sitting out there, the young generation, wherever you are, you need to position yourself to receive that leading from the next generation. Und gleichzeitig ist es auch unsere Aufgabe von der jüngeren Generation, dass wir sagen, okay, ich bin bereit, ich will mich auch leiten lassen. Ich möchte mein Herz aufmachen und ich möchte die Leitung von anderen empfangen. When I was 16, I thought I knew everything. Als ich 16 war, habe ich gedacht, ich weiß alles. When I was 17, I still thought I knew everything. Und mit 17 habe ich das immer noch gedacht. When I was 20, living on my own, I realized I know nothing. Und dann, als ich 20 war und alleine gewohnt habe, dann habe ich gemerkt, ich weiß eigentlich gar nichts. Don't be that person, you 16-year-olds out there, or 15 or 17. Don't be that. Just don't. Ihr 15-, 16-, 17-Jährigen seid nicht so. Seid's einfach nicht. You don't. Stefan said something last week that was a little bit uneasy for me. He said, you're 16, 17, go ahead, live your life, make mistakes, do those things now, get them out of the way. Also letzte Woche hat der Steffen was gesagt, wo ich dann gedacht habe, okay, wie gehe ich damit um? Weil er gesagt hat, hey, du bist 15, 16, 17, mach deine Fehler, geh deinen Weg, irgendwie find deinen Weg erstmal, probier Sachen aus. I want to say no, don't listen to him. Ich möchte eigentlich sagen, nein, hört da nicht so drauf. Don't make those mistakes. Learn from the people that are leading you so that you don't have to make those mistakes. Then you don't have to make them at all. You can grow into the person that God is calling you to be now in your life. You don't have to wait. Also ich möchte euch nämlich eigentlich sagen, hey, macht diese Fehler nicht, sondern hört auf die Menschen, die euch sagen, was sie für Fehler gemacht haben, und lernt von denen, damit ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst. Now, I'm excited for the next generation. I get to work with them every single week. I have a relationship. We get to go to the Bagazé. We get to talk about the Bible. We get to do these things together, and I have that relationship, and I'm excited. Also ich liebe diese nächste Generation, weil ich darf coole Sachen mit denen machen. Ich darf mit denen Gemeinschaft haben, mit denen zum Baggersee gehen, denen die Sachen weitergeben, und ich bin begeistert über die neue Generation oder die nächste Generation. But it can't be just me. Aber ich kann es nicht alleine machen. It can't be just me and Daniela and our team. Ich und Daniela und unser Team, wir können das nicht alleine machen. It takes a village to raise a child. Es braucht ein Dorf quasi, um ein Kind aufzuziehen. And we're all responsible. Und wir sind alle verantwortlich. Now, I told you earlier I like quotes.
Ich habe euch vorhin gesagt, ich liebe Zitate. And I want to end with some more quotes. Und ich möchte noch mit ein paar Zitaten enden. These are good quotes. Und das sind gute Zitate. Let's just start off right with the first one. Lass uns die mal lesen. Ein guter Leiter sollte Leidenschaft haben. Er sollte andere ermutigen, damit sie fröhlich und gerne arbeiten. Was für ein Quote ist das? Manuel Rapp. Do you know Manuel? Kennt ihr den Manuel? 17 Jahre alt. Youth here at ICF. Der ist ein Jugendlicher hier im ICF und er hat das gesagt. The next one. Das nächste Zitat ist: Jemand, der zu Jesus gehören will, bekennt sich zu dem Christentum und folgt Jesus nach. Ein Christ versucht, Jesu Botschaft zu befolgen und ihm immer ähnlicher zu werden. Es reicht also nicht, in die Kirche zu gehen, einem Obdachlosen Essen zu kaufen oder Spenden für die Gemeinde zu sammeln. Ein echter Christ setzt sein volles Vertrauen und seinen Glauben in Jesus. Er nimmt es an, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und das Zitat ist von der Jessie Weiss, einer unserer Jugendleiterinnen, die ist 20 Jahre alt. 20 years old, a leader in this church for the young people. This next one. Gott braucht die Kirche als ein Werkzeug, um Menschen zu erreichen und mit seinen Kindern Gemeinschaft zu haben. Das ist so cool. And that's Salome Klein, 19 years old, a youth here. She's going to do her second school in YWAM this year. This is our next generation. Also das ist die Salome, die ist 19 Jahre alt, die wird jetzt zu ihrer zweiten Schule mit Jugend mit einer Mission gehen dieses Jahr. Das nächste Zitat ist: Ein guter Leiter ist jemand, dessen Ziel es ist, Gott voll und ganz zu dienen und seinen Geboten zu folgen, um ihm immer ähnlicher zu werden. Dann kommt der Rest automatisch. Und das Zitat ist von unserem Linus, auch von der Jugend, der ist 16 Jahre alt. Crazy. And this last one. Ein guter Leiter sollte lustig sein und Spaß verstehen, Menschen mögen, Erlebnisse mit Gott aus seinem Leben mitgeben, Jesus leben und mit ihm leben. So awesome. That's Luisa Weber, 13 Jahre alt, youth here in ICF Karlsruhe. This is our next generation. Das ist unsere nächste Generation. They're already off to a good start. Die haben schon echt viel Potenzial in sich drin. I read these quotes and they were speaking to me. Also ich habe diese Zitate gelesen oder die Sachen, die sie gesagt haben, und die haben mich angesprochen. Hopefully they were speaking to you. You were sitting there and thinking, "Whoa, those are good quotes." Und ich hoffe, dass es euch auch angesprochen hat, dass ihr es gelesen habt und gedacht habt, wow, cool, das sind gute Zitate. Because they are good quotes. Weil sie auch gute Aussagen They sind. have an understanding of God. Die haben auch schon ein Verständnis von Gott. Let's take them and raise them up to lead this church. Lasst uns sie nehmen und einfach anleiten und helfen, heranzuwachsen. Amen. I want to end with one last thought. Ich möchte euch noch einen letzten Gedanken mitgeben am Ende. I want you to take this with you. Nehmt es mit euch mit. Think about it. Denkt darüber nach. Your greatest accomplishment in life might not be something you do, but someone you raise. Dein größter Erfolg im Leben ist nicht unbedingt etwas, das du geschaffen hast, sondern eine Person, die du gefördert und in die du investiert hast. Amen. Amen. Thank you guys. Dankeschön. Danke. Wir hoffen, dieser Podcast hat dir weitergeholfen und du hattest eine spannende Begegnung mit Gott. Falls du mehr über ICF erfahren möchtest, kannst du uns gerne auf www.icf-karlsruhe.de besuchen. Du kannst uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Unter info@icf-karlsruhe.de kannst du alle deine Fragen zu ICF und dem Glauben loswerden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.